Amsterdam ist eine Stadt aus Backstein und Sandstein. Aber sie steht nicht darauf. Unter dem Königlichen Palast am Dam stehen 13.659 Baumstämme. Senkrecht, dicht an dicht, tief im nassen Boden. Sie wurden Mitte des 17. Jahrhunderts eingeschlagen. Und sie tragen den Palast heute noch. Das ist der Teil, der nicht zusammenpasst. Holz im nassen Untergrund müsste verfaulen. Ein Zaunpfahl im Garten hält vielleicht 15 Jahre. Diese Stämme halten seit fast 400 Jahren. Die naheliegende Erklärung wäre, dass die Holländer ein besonders zähes Holz gefunden haben. Haben sie nicht? Es ist gewöhnliche Kiefer. Was die Stämme schützt, ist genau das, was sie eigentlich zerstören müsste: das Wasser. Und weil das so ist, gerät Amsterdam gerade in ein Problem, das kaum jemand kommen sah. Denn der Schutz verschwindet. Willkommen beim Kern der Dinge. Wir gehen heute in den Boden unter dieser Stadt. Wir sehen uns an, warum das Holz hält, warum ein Bahnhof in 100 Jahren 25 cm gesunken ist und warum über 60.000 Gebäude in Amsterdam heute als gefährdet gelten. Wenn dich solche Fragen beschäftigen, dann abonniere diesen Kanal. Das hilft uns mehr, als du denkst. Fangen wir da an, wo das Problem beginnt: beim Untergrund. Amsterdam liegt auf einem Delta. Was dort in den obersten Metern liegt, ist Torf und Klei. Torf ist gepresstes Pflanzenmaterial. Klei ist feiner Schlick. Beides hat eine Eigenschaft gemeinsam: es trägt fast nichts. Wer auf Torf ein Haus aus Backstein stellt, sieht zu, wie es einsinkt. Nicht dramatisch, nicht auf einmal. Es sackt einfach über Jahre in den Boden, ungleichmäßig, und reißt dabei auseinander. Die ersten Bewohner der Gegend haben das gelöst, indem sie leicht gebaut haben. Holz, ein Stockwerk, und wenn es schief wurde, hat man es gerichtet. Im 17. Jahrhundert ging das nicht mehr. Amsterdam war zur Handelsmetropole geworden, der Grachtengürtel entstand, die Kaufmannshäuser wurden hoch und schwer. Die Lösung kam aus der Beobachtung, dass der weiche Boden nicht endlos tief ist. Darunter liegt Sand. Die erste tragfähige Sandschicht beginnt in Amsterdam bei ungefähr 12 Metern unter dem Wasserspiegel. Also trieb man Baumstämme durch das Weiche hindurch, bis sie im Sand standen. 12 bis 18 Meter lang waren diese Pfähle. Kiefer meistens, manchmal Eiche. Und das Holz kam nicht von hier, sondern über die Ostsee aus Skandinavien. 2 Pfähle wurden oben mit einem Querbalken verbunden. Auf diese Querbalken kamen Längshölzer. Darauf erst begann das Mauerwerk. Das Verfahren war so verlässlich, dass die Stadt es ab 1701 vorschrieb. Wer in Amsterdam baute, baute auf Pfählen. Bleibt die Frage, wie man einen 18 Meter langen Baumstamm in den Boden bekommt, wenn es weder Motor noch Hydraulik gibt. Die Antwort ist ein Gerüst, ein Gewicht und sehr viele Männer. In dem Holzgerüst hing ein Rammklotz von etwa 400 Kilogramm. An ihm war ein Seil befestigt, das über eine Rolle nach unten lief, und an diesem Seil zogen rund 30 Männer gleichzeitig. Sie zogen den Klotz hoch. Dann ließen sie los. Die Rechnung dahinter war erstaunlich nüchtern. Man kalkulierte mit 20 Kilogramm Zugkraft pro Mann. Ein Rammklotz von 100 Kilogramm brauchte also 5 Leute, einer von 400 entsprechend 30. Und dieser Vorgang wiederholte sich. Schlag für Schlag, Pfahl für Pfahl. 13.659 Mal allein für den Palast am Dam. Jetzt kommt die Frage, um die es eigentlich geht. Warum verfault dieses Holz nicht? Die Antwort hat mit denen zu tun, die Holz normalerweise zersetzen. Das sind Pilze. Holzzerstörende Pilze brauchen 3 Dinge. Sie brauchen Holz, sie brauchen Feuchtigkeit und sie brauchen Sauerstoff. Unter dem Grundwasserspiegel sind die ersten beiden Bedingungen perfekt erfüllt. Die dritte fehlt vollständig. Wasser, das im Boden steht, enthält so gut wie keinen gelösten Sauerstoff. Damit fällt der gesamte Apparat aus, der Holz in der Natur abbaut. Der Pilz kann nicht wachsen. Das ist der ganze Trick. Es ist keine Behandlung, keine Imprägnierung, kein Spezialholz. Es ist Sauerstoffmangel. Ganz nichts passiert allerdings nicht. Es gibt Bakterien, die auch ohne Sauerstoff arbeiten, und die fressen sich tatsächlich in die Zellwände des Holzes. Nur eben sehr langsam. So langsam, dass ein Pfahl seine Aufgabe über Jahrhunderte erfüllt, während seine Tragfähigkeit allmählich sinkt. Wie langsam, das hat der niederländische Forscher Warosiot bereits 1949 untersucht. Er beschrieb ein Abbaumuster an Gründungspfählen, die zwischen 30 und 600 Jahre alt waren. 600 Jahre. Das ist die Größenordnung, um die es geht. Wie wenig dabei tatsächlich passiert, hat eine Untersuchung an 60 Pfählen aus Amsterdam gezeigt. Sie stammten aus 3 Baujahren, aus 1727, 1886 und 1922 und wurden in 201 Segmenten unter die Presse gelegt. Bei den ältesten Pfählen, den knapp 300 Jahre alten, reichte der bakterielle Abbau 20 bis 22 mm tief, 2 cm, in 300 Jahren. Und diese 2 cm sind nicht zufällig verteilt. Der Abbau frisst nur das Splintholz,
also die junge äußere Zone des Stammes. Das Kernholz im Inneren blieb auch bei den stark angegriffenen Pfählen unversehrt. Ein Amsterdamer Gründungspfahl verliert also nicht seine Substanz. Er verliert seine Außenhaut und was übrig bleibt, ist ein dünnerer, aber gesunder Stamm. Interessant war dabei noch etwas. Der Abbau war oben, in der Mitte und an der Spitze gleich stark. Es gibt keine Stelle, an der ein Pfahl besonders schnell nachgibt, solange er vollständig unter Wasser liegt. Es gibt allerdings eine zweite Kraft im Boden, die dem ganzen System entgegenarbeitet, und sie ist weniger offensichtlich. Der Torf über der Sandschicht sackt nämlich selbst. Langsam, aber ständig. Und weil er dabei am Pfahl anliegt, hängt er sich an ihn. Die Fachleute nennen das negative Mantelreibung. Der Boden trägt den Pfahl nicht, sondern zieht ihn nach unten. Das dreht die Vorstellung um, die man normalerweise hat. Ein Pfahl in Amsterdam trägt nicht nur das Haus über ihm, er trägt zusätzlich einen Teil des Bodens, durch den er hindurchgeht. Wie tragfähig dieses System ist, zeigt ein Bauwerk, bei dem es fast gescheitert wäre. Als der Amsterdamer Hauptbahnhof gebaut wurde, suchte man unter der Baustelle die tragende Sandschicht. Man fand sie nicht. Der Bahnhof steht auf künstlichen Inseln im offenen Wasser des Ey und genau dort verläuft eine alte Gezeitenrinne. In ihr fehlen die Sandschichten stellenweise. Also gründete man nicht auf Sand, sondern auf Reibung. Die Pfähle stecken einfach so tief im Klei, dass die Haftung an ihrer Oberfläche die Last trägt. Das sind die zwei Arten, wie ein Pfahl überhaupt tragen kann. Entweder er steht auf etwas Festem, dann spricht man von einer Gründung auf Stoß. Oder er hält allein durch die Reibung an seiner Mantelfläche ohne festen Grund unter der Spitze. 8687 Pfähle wurden dafür eingebracht, bis zu 20 Meter lang. So lange Stämme gab es nicht, also koppelte man je 2 Pfähle übereinander. Der Bahnhof hält, aber er ist in 100 Jahren rund 25 Zentimeter gesunken. Und damit sind wir bei dem, was heute schief geht. Der Schutz der Pfähle hängt an einer einzigen Bedingung. Der Grundwasserspiegel muss über den Pfahlköpfen stehen. Immer. Fällt er darunter, auch nur zeitweise, kommt Luft an das Holz. Und mit der Luft kommt der Sauerstoff, der jahrhundertelang gefehlt hat. Dann beginnt genau der Prozess, der die ganze Zeit verhindert wurde. Der Pilz wächst an, das Holz wird weich, die Pfahlköpfe zerfallen. Und das geht nicht in Jahrhunderten. Das geht in Jahren. In der Praxis gibt es dafür 3 Auslöser. Der erste ist die Stadt selbst. Kanalisation, Tiefgaragen, Leitungsgräben. Jede Baugrube, die trocken gehalten wird, senkt den Grundwasserspiegel in der Nachbarschaft. Der zweite ist die Trockenheit. In den Dürresommern der letzten Jahre ist der Grundwasserspiegel in weiten Teilen der Niederlande gefallen. 2022 war das messbar an gesunkenen Gebäuden. Der dritte ist die Zeit selbst. Ein Pfahl, den Bakterien 400 Jahre lang ausgehöhlt haben, verträgt weniger als ein frischer. Dazu kommt etwas, das man dem Boden nicht ansieht: Erschütterung. Schwerer Verkehr über einer Gracht und Rahmenarbeiten für einen Neubau nebenan wirken auf einen Untergrund, der zu großen Teilen aus Wasser besteht. Besonders betroffen sind die ältesten Viertel. Die Häuser am Grachtengürtel stehen überwiegend auf Pfählen, die zwischen 1620 und 1680 eingeschlagen wurden. Die Hausbesitzer merken davon zuerst nichts. Dann klemmt eine Tür. Dann läuft eine Murmel auf dem Dielenboden immer in dieselbe Ecke. Dann steht ein Riss über dem Fenster, der letztes Jahr noch nicht da war. Über 60.000 Gebäude in Amsterdam gelten heute als gefährdet. Und jetzt kommt der Teil, der die Sache für die Bewohner so unangenehm macht. Man kann von oben nicht sehen, wie es dem Fundament geht. Die Pfahlköpfe liegen unter dem Haus, unter dem Grundwasser, im Dunkeln. Um sie zu beurteilen, wird ein Inspektionsschacht gegraben. Nicht im Garten, sondern im Gebäude an der Innenseite der Fundamentmauer. Das heißt in der Praxis, dass der Fußboden aufgemacht und ausgehoben wird. Wer wissen will, ob sein Haus auf faulem Holz steht, muss dafür sein Wohnzimmer öffnen lassen. Und hier wird aus einem bautechnischen Problem ein finanzielles. Ein Fundament lässt sich sanieren. Man treibt neue Pfähle aus Beton oder Stahl neben das Haus, diesmal bis in die zweite Sandschicht bei rund 20 Metern, und hängt das Gebäude auf eine neue Konstruktion um. Das funktioniert. Es ist nur teuer. Die Erhebungen nennen zwischen 54.000 und 120.000 Euro pro Wohnung. In Amsterdam liegt man häufig über 100.000. Bezahlen muss das der Eigentümer. Ein verfaulter Pfahl unter dem Haus ist kein Versicherungsfall, sondern ein Mangel am eigenen Gebäude. Und weil ein Grachtenhaus meistens in einer geschlossenen Reihe steht, kann man es nicht allein sanieren. Die Nachbarn müssen mitziehen, sonst hängt am Ende ein saniertes Haus zwischen 2 Absackenden. Bei den Grachtenhäusern kommt alles zusammen, was eine Baustelle teuer macht. Sie stehen unter Denkmalschutz, also darf nicht jede Lösung gewählt werden. Sie stehen an schmalen Straßen, also kommt kaum Gerät heran.
Und sie stehen Wand an Wand mit den Nachbarn. Deshalb liegt die Sanierung eines Grachtenhauses regelmäßig bei 150.000 € und darüber. Das niederländische Wissenszentrum für Fundamentprobleme geht davon aus, dass landesweit über 1 Million Wohnungen betroffen sind. Über 750.000 davon stehen auf Holzpfählen. Aus dem Fehler hat man baulich gelernt. Seit den 60er Jahren gründet man in Amsterdam nicht mehr auf der ersten Sandschicht, sondern auf der zweiten bei etwa 20 Metern. Und man nimmt Beton statt Holz. Nur nützt das den 400 Jahre alten Häusern nichts. Für die läuft deshalb im Untergrund eine Arbeit, von der oben niemand etwas mitbekommt. Der Amsterdamer Wasserbetrieb steuert den Grundwasserstand aktiv. Über Pumpwerke, Schleusen und Polder mit 2 entgegengesetzten Aufgaben. Steht das Grundwasser zu hoch, wird abgeführt. Steht es zu tief, wird Wasser eingeleitet. An einigen Stellen liegen dafür eigene Versickerungsanlagen im Boden, unter anderem in Teilen von Oud-West und im Jordan. Sie führen dem Untergrund gezielt Wasser zu, damit die Pfahlköpfe nass bleiben. Dazu kommt eine Regel, die auf den ersten Blick nach Umweltschutz klingt und in Wahrheit Bauwerksschutz ist. Regenwasser soll auf dem Grundstück versickern, statt in die Kanalisation zu laufen. Was versickert, landet im Grundwasser. Und das Grundwasser trägt die Stadt. Der Gegner dabei ist das Klima. Trockenere Sommer und nassere Winter bedeuten größere Ausschläge nach beiden Seiten. Und für Holz ist der Wechsel zwischen nass und trocken schlimmer als jeder der beiden Zustände für sich. Bleibt die Frage, was man daraus mitnimmt. Fast jeder würde sagen, dass Wasser der Feind von Holz ist. Nasses Holz verrottet, trockenes Holz hält. So haben wir es gelernt. Unter Amsterdam ist es genau umgekehrt. Dort ist das Wasser nicht der Angriff, sondern der Schutz. Es hält den Sauerstoff fern und ohne Sauerstoff findet der Abbau kaum statt. Der Feind ist nicht die Nässe. Der Feind ist die Luft. Deshalb ist das Gefährlichste, was einer Stadt auf Holzpfählen passieren kann, nicht eine Überschwemmung. Es ist eine Trockenlegung. Amsterdam hat 400 Jahre lang auf einem Wald gestanden, den niemand sieht, weil er unter Wasser steht. Solange er unter Wasser steht, hält er. Und die eigentliche Aufgabe der nächsten Jahrzehnte ist nicht, diesen Wald zu ersetzen. Sie ist, ihn nass zu halten.